Hallo allerseits, ich bin Peter Pernstein, ich bin auf den Spur 1 Tagen in Evermannstadt und stehe jetzt hier vor einer 14 Meter langen Spur 1 Modulanlage, die der Ernst Jorissen aus den Niederlanden baut. Die ist also hier noch nicht fertig. Man sieht hier, es ist zwar teilweise schon begrünt, eingeschottet ist schon alles, aber es fehlt noch der komplette hintere Teil. Also diese Module jedes Modul ist hier relativ kurz, 55 cm, damit man die schön einfach transportieren kann. Und die sind je nach Modul 90 cm tief bis 1,10 Meter tief. Und der Ernst Jorissen, der hat hier den Aufwand getrieben, hat das hier jetzt aus den Niederlanden mitgebracht nach Bayern, nach Evermannstadt. Und wir werden uns diese Anlage jetzt auch anschauen. Und ich habe gehört, als erstes hier kommt zum Einsatz eine 44er, die 044 594 von KISS. Das Gleismaterial, das hier verbaut wurde, das ist weitestgehend von Märklin-Hübner und von Hegop. Und es sind hier Hosenträger, ist ein Hosenträger komplett verbaut mit einer Erweiterung, mit einer Doppelkreuzungsweiche und insgesamt noch 6 weitere Weichen im Verlauf der Anlage. Und jetzt sehen wir hier der Ausläufer. Also diese Anlage ist momentan mit 14 Meter insgesamt aufgebaut. Und Ernst Jorissen hat noch vor, dass er sie vielleicht noch um 2, 3, 4 Meter verlängern wird. Es ist hier noch geplant, dass hinter diesem Ringlokschuppen dann natürlich noch ein Betriebswerk, hinter dieser Drehscheibe noch ein Ringlokschuppen entsteht. Und dann ist auch hier noch gedacht, wahrscheinlich, dass hier noch mal ein weiteres Gleis folgen könnte. Und es kommt an der Stelle wahrscheinlich dann eine Fabrikhalle hin, in die man dann mit einem Zug reinfahren kann. Und hier sind andeutungsweise 2 Teile von dieser Fabrikhalle, die der Studio 95 hier bauen wird. Die werden aus Resin gefertigt und die sehen wir dann jetzt hier einfach schon mal aufgestellt. Die stehen jetzt hier vor einer V100 Wiebe. Das ist jetzt aber ein Modell, ist eigentlich ein altes Märklin-Modell und das hat der Michael Stolp hier patentiert, damit es hier ein bisschen realistisch ausschaut. Und ich habe mir vom Ernst schon sagen lassen, er will das alte Märklin-Modell auch noch ein bisschen, wie heißt es so schön, aufpeppen. Es kommen dann noch Lampen rein und irgendwelche anderen Teile. Da kommt Thomas Montaperti noch mit Teilen, die dann da noch eingebaut werden sollen. Dann haben wir hier als weitere Wagen, das ist ein Wagen, den K&R mal gebaut hat, der von der Firma KISS, vom KISS Senior mal patentiert wurde. Und das ist auch ein Wagen von MBW. Und dann sehen wir hier noch einen Wagen mit einem Ladegut, das die Firma Miri-Rail realisiert hat, das jetzt hier auch auf der Messe vorgestellt wurde, Betonschwellen. Und das Ganze gibt es so als Ladegut-Einsatz. Und es gibt auch Bausätze, mit denen diejenigen, die sich Betonschwellengleise bauen wollen, das tatsächlich dann hier realisieren können. Hier haben wir natürlich Holzschwellen, das ist natürlich auch klar. Das ist dann halt eine etwas andere, ältere Epoche. Dann schauen wir mal, was als nächstes zum Einsatz kommt. Ich lasse mich überraschen. Ich habe schon per Fingerzeig angedeutet bekommen, die kleine Köff kommt zum Einsatz von Steiner Modellwerke. Die verschiebt jetzt ein bisschen hier diesen Tender.
Dann sehen wir hier einen KLV 53, ist ein uraltes Modell, das mal die Firma Hübner gebaut hat und das jetzt hier auch patiniert wurde und dem man dann gar nicht mehr ansieht, dass das ein altes Märklin-Modell mal war. Und das hat auch einen ESO-Log Sound 5 Decoder bekommen, habe ich auch schon gehört, den wir dann wahrscheinlich auch bald vielleicht im Einsatz hören und sehen werden. Aber jetzt fährt hier nochmal die Curve. Und die fährt jetzt hier auf die Drehscheibe hoffentlich drauf. Mal schauen. Die Drehscheibe wird irgendwann mal elektrifiziert, die ist momentan noch manuell. Und momentan wird halt noch per Hand verdreht. Gut, dann lasse ich mich mal überraschen, was als nächstes zum Einsatz kommt. Jetzt kommt der KLV 53 zum Einsatz. Man sieht hier schon, es wird hier schon einiges entstehen, was wunderschön ist. Das ist hier eine Inspektionsgrube, die hier schon fertig ist. Hier wird noch fleißig diskutiert, was als nächstes hier auf der Schicht passieren wird. Und hier wird noch irgendwie Wasser abgelassen in den Gully. Und hier drüben entstehen Schlackegruben und ein Wasserkran oder zwei sogar. Und dann schauen wir mal, was als nächstes fährt. Jetzt kommt als nächstes nochmal eine Baureihe 44 zum Einsatz. Und zwar die 44903 von Spur 01 Modellbahn.
Und als letztes werden wir jetzt hier noch sehen eine Lollo von B's Modellbahn, die jetzt auch gleich mächtig qualmen wird, hoffe ich. Bevor die Kritiker wieder meckern, der Rauch ist natürlich weiß, weil das Dampfdestillat halt weiß ist. Schwarzer Rauch ist halt noch nicht möglich bei Modellen. Andererseits schwarz werden sie dann wahrscheinlich so mächtig einversaut, was man auch nicht haben will. Also auch dieses Modell ist hier ein wenig patiniert worden schon. So, das war es jetzt hier mal mit einem schönen Eindruck von dieser 14 Meter langen Modulanlage vom Ernst Jorissen, der hier diese Anlage wahrscheinlich noch 2-3 Jahre weiterbauen wird. Oder wie lange ungefähr? So ein Jahr. Dann hoffen wir mal, dass wir auf einer der nächsten Ausstellungen dann gute Fortschritte auf der Anlage sehen werden. Man rechnet es nächstes Jahr in Maren. Gut, bedanke mich. Servus.